Am Wochenende war ich auf dem Markt und habe da frische Steinpilze gekauft und bin sofort in den Wald und wollte selber welche suchen. Um die geht's, die wollen wir alle haben. Gefunden habe ich keine. Deshalb treffe ich mich heute mit Dietmar Krüger, dem Pilzlehrer, der mir jetzt sagt, auf was ich achten muss, wenn ich in den Wald gehe und Pilze finde, die keine Steinpilze sind und man sie trotzdem essen kann. Herr Krüger, wie ist denn das jetzt eigentlich momentan? Das Wetter ist ja besonders gut für Pilze. Ist die Pilzsaison jetzt irgendwie früher als sonst? Ja, wir hatten starke Regenfälle und dann war es auch so schwül und deswegen ist ordentlich was gewachsen. Viele Pfifferlinge gab es jetzt in den letzten Tagen, auch Sommersteinpilze. Ja, mal gucken, was wir eben gefunden haben. Deshalb die Steinpilze. 30 Minuten haben wir gesucht, wir haben auf einem Parkplatz geparkt, sind rüber und zack, das ist unsere Ausbeute. Es gibt ja zu jedem essbaren Pilz auch einen giftigen Pilz. Was können Sie uns dazu sagen? Hier drüben haben wir, glaube ich, sowas, ne? Genau, hier haben wir zwei Pilze, die von oben einfach nur einen grünen Hut haben. Einmal im Modell der grüne Knollenblätterpilz. Den Pilz sollte man gut kennen, weil das ist ein tödlich giftiger Pilz. Und von oben kann man halt Pilze schlecht beurteilen, nur anhand der Hutfarbe. Man muss immer unter den Hut gucken. Das ist jetzt einer von den grünen Täublingen. Das wäre jetzt ein guter Speisepilz. Also allein von oben ist meistens schwierig. Wenn man jetzt hier drüben mal schaut, da haben wir ja echt ganz viele unterschiedliche Pilze gefunden. Welche kann man davon essen und von welchen sollte man auf alle Fälle die Finger lassen? Ja, ein Anfängerpilz wären zum Beispiel diese Filzröhrlinge. Hier haben wir eine sogenannte Ziegenlippe, die ist oben drauf so filzig mit einem schönen gelben Schwamm. Das sind Anfängerpilze, die kann man relativ leicht erlernen. Und von sowas hier sollte man vielleicht die Finger lassen. Das ist der spitz gebuckelte Raukopf. Dieser Pilz ist tatsächlich tödlich giftig, der zerstört die Nieren. Ach du Und der stand einfach mal so zwischendrin im Moospolster rum. Der sieht eigentlich essbar aus, ganz nett, aber Finger weg. Wurde schon von Leuten verwechselt mit Pfifferlingen angeblich. Gibt's alles, wenn man sich nicht so auskennt. Jetzt haben wir von denen hier hinten so ein paar gefunden, Ja. ganz schön viele sogar. Kann man die denn jetzt essen? Die sehen so unscheinbar aus. Die sehen aus wie so kleine Champignons. Ja, wir waren ja eben im Buchenwald unterwegs. Da sieht man, da kleben auch so Blätter noch oben drauf. Und das sind sogenannte Täublinge. Das ist also eine Sektion von Pilzen. Und bei den Täublingen gibt es eine Regel. Die gilt aber auch nur für Täublinge. Okay, welche? Die Regel heißt, wenn der Pilz mild schmeckt, wenn man das testet, dann ist er essbar. Also Probier kann das man jetzt. so ein bisschen drauf rumkauen. Kein Spaß. Genau wieder ausspucken. Aber so der ist mild, den könnte ich jetzt zubereiten. Genau, da es ein Täubling ist das ein guter Speisepilz und der kann in die Pfanne wandern. Und wie merke ich, dass er nicht gut ist? Ja, der wäre scharf oder würde bitter werden im Mund. Und die nimmt man dann raus, die sind dann also giftig. Aber jetzt Okay. nicht so, dass man gleich dran stirbt, aber das gilt wie gesagt nur für Täublinge, die heißt auch Täublingsregel. Also wenn Sie Lust bekommen haben, selbst in den Wald zu gehen und Pilze zu suchen und Sie sind sich unsicher, dann fragen Sie beim Pilzlehrer nach. Der hat die Infos dazu, dass nichts passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank. Wir suchen noch ein bisschen und vielleicht finde ich doch noch einen Steinpilz. Dann gibt es heute Abend Steinpilzsalat oder so. Lecker.